Dein PC startet langsam und du denkst, du musst Windows neu installieren? Das ist nicht nötig. In nur wenigen Minuten zeige ich dir, wie du Windows komplett auf eine SSD verschiebst. Ohne Datenverlust und ohne stundenlange Neuinstallation. Minitool Partition Wizard ist ein leistungsstarker Partitionsmanager für Windows. Aber er kann viel mehr. Heute zeige ich dir seine beliebteste Funktion. Das Migrieren des Betriebssystems auf ein neues Laufwerk. Schnell und sicher. Hier haben wir ein PC mit einer herkömmlichen HDD. Wir wollen das gesamte System auf eine SSD umziehen. Für maximale Geschwindigkeit. Schritt 1. Schließe die SSD an deinen PC an. Intern oder mit einem USB-Adapter. Im Minitool-Menü wählen wir Migrate OSSDRD. Jetzt hast du zwei Optionen. Nur Windows kopieren, das geht schneller, oder die komplette Festplatte klonen. Als nächstes wählen wir die neue SSD als Ziel. Achtung, alle Daten darauf werden gelöscht. Bestätige mit OK und fahre fort. Stelle im BIOS die neue SSD als erstes Startlaufwerk ein. Zum Schluss auf Übernehmen klicken und die Migration startet. Bestätige mit Ja. Minitool kopiert nun dein System auf die SSD und aktualisiert danach automatisch alle Partitionen. Nach dem Neustart startet Windows direkt von der SSD und die Geschwindigkeit, der Unterschied ist sofort spürbar. Kleiner Tipp, halte deine alte HDD als Backup bereit. Wusstest du, dass man ganze Partitionen auf einen USB-Stick klonen kann? Genau das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Wir starten im Minitool Partition Wizard und wählen den Assistenten zum Kopieren der Partition. Der Assistent begrüßt uns. Mit Weiter geht es direkt los. Jetzt wählen wir die Quellpartition aus, die wir klonen möchten. Hier die Demo-Partition. Als Ziel wählen wir den vorbereiteten USB-Stick mit nicht zugeordnetem Speicher. Hier können wir die Größe der Zielpartition anpassen. In unserem Fall übernehmen wir einfach die vorgeschlagene Einstellung. Jetzt ist die Kopie vorbereitet. Mit Übernehmen starten wir den Vorgang. Minitool fragt zur Sicherheit nach. Wir bestätigen mit Ja. Die Partition wird jetzt 1:1 auf den USB-Stick kopiert. Je nach Größe kann das ein paar Minuten dauern. Fertig. Alle Änderungen wurden erfolgreich übernommen. Am Ende sehen wir die neue Partition direkt auf dem USB-Stick. Die Kopie war erfolgreich. Mit dem Kopieassistent kannst du ein komplettes Laufwerk 1:1 übertragen. Partition, Struktur, alles. Datenträger kopieren mit dem Assistenten. Zuerst öffnen wir im Minitool Partition Wizard den Assistent zum Kopieren des Datenträgers. Wir bestätigen unsere Auswahl und gehen einen Schritt weiter. Minitool warnt uns, alle Daten auf dem Zielmedium werden gelöscht. Wenn wir sicher sind, klicken wir auf Ja. Hier prüfen wir die Einstellungen, Partitionen anpassen oder unverändert kopieren. Danach klicken wir auf Weiter. Minitool erinnert uns, falls wir von dem neuen Datenträger booten wollen, müssen wir das im BIOS einstellen. Der Kopiervorgang startet. Je nach Größe des Datenträgers kann das einige Minuten dauern. Alle Änderungen wurden erfolgreich übernommen. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen. Ein falscher Klick und deine ganze Partition ist verschwunden. Doch keine Sorge, mit dem richtigen Tool kannst du sie in wenigen Minuten zurückholen. Zuerst wählen wir im Assistenten den Datenträger, auf dem die Partitionen verloren gehen. Jetzt legen wir den Scan-Bereich fest. Am sichersten ist es, den gesamten Datenträger zu scannen. Danach entscheiden wir uns für die Scan-Methode. Für schnelle Ergebnisse nutzen wir die Schnellsuche. Zum Schluss zeigt uns der Assistent die gefundene Partition. Wir wählen sie aus und schließen den Vorgang ab. In unserem Beispiel war die Partition bereits aktiv, deshalb musste keine Änderung übernommen werden. In einem echten Fall, wenn die Partition wirklich gelöscht wurde, erscheint hier die Schaltfläche Übernehmen, um die Wiederherstellung abzuschließen. Hol die Minitool Partition Wizard 2025. Download in Beschreibung.